willkommen hier auf dem Kanal. Für alle neue Zuschauer möchte ich jetzt hier ein kleines Video drehen und den Inhalt von diesem Kanal einmal in diesem Video hier vorstellen. Ich behandle Themen rund um die Klassiker der 70er, 80er und 90er von Mercedes. Einmal technische, allgemeine Themen, die nicht nur für das Modell 107 von Mercedes zutreffen, sondern auch für andere Modelle der 80er und teilweise auch noch der 90er, für den 126er, für den 123er, 124, für den 201. Für die Modelle treffen gerade diese technische Themen, wenn es jetzt zum Beispiel um die Bremsanlage geht, treffen die für diese anderen Modelle auch zu. Man erkennt es auch oft an der Teilenummer, die ersten 3 Stellen nach dem A, die ersten 3 Ziffern, erkennt man dann auch, aus welchem Modell die einzelnen Bauteile stammen. Hier habe ich zum Beispiel bei der Bremsanlage ganz oft die Teilenummer beginnend mit 126, also aus der S-Klasse der 80er Jahre. Und gerade diese Themen treffen auch noch für andere Modelle zu und nicht nur für den 107er. Gerade technische Themen an den Fahrzeugen erkläre ich in meinen Videos Schritt für Schritt. Deshalb gehen auch die Videos teilweise etwas länger als nur 5, 6, 7, 8 Minuten. Ich habe jetzt auch ein Video komplett über die Bremssattelüberholung der Vorderachse, das geht über 40 Minuten. Aber ich möchte natürlich auch in den Videos so viel Information wie möglich für euch bereitstellen, damit ihr das dann auch Schritt für Schritt ohne Werkstatthandbuch nur anhand von diesem Video dann auch so nachmachen könnt. Wenn ihr Betriebsstoffhilfsmittel bzw. Sonderwerkzeug in meine Videos benutzt, blende ich euch immer diesen Amazon-Link mit unten in die Videobeschreibung mit rein. Dann könnt ihr über diesen Link das Zeug gleich bei Amazon bestellen, sei es jetzt Schmierstoffe, sei es andere Betriebsstoffhilfsmittel oder auch Sonderwerkzeug, könnt ihr dann über diesen Link bestellen. Der kostet für euch nicht mehr. Das Material, wenn ihr das so bei Amazon bestellt, ohne über diesen Link zu gehen, kostet es genau gleich viel. Aber zusätzlich bringt es mir noch einen kleinen Benefit, eine kleine Unterstützung für meine Videos, wenn ihr es über diesen Link bestellt. Also es wäre ganz toll, ganz nett, wenn ihr es über diesen Link machen würdet. Wenn ihr vorhabt, dieses Material, dieses Werkzeug oder auch die Schmierstoffe bei Amazon zu bestellen. Am Ende von meinen Videos blende ich euch meistens dann auch immer die Teilenummern dann noch ein, damit ihr die Ersatzteile für eure Arbeiten dann auch bestellen könnt und die Arbeit dann auch selber bei euch daheim an eurem Fahrzeug durchführen könnt. Zusätzlich versehe ich meine Videos dann auch noch, wenn sie viel Text enthalten, zusätzlich mit dem englischen Untertitel. Die überarbeite ich nach und nach. Ich weiß, dass die Google-Übersetzung nicht immer ganz zutrifft und teilweise ein ganz schönes Kauderwelsch dann auch im Untertitel dann zum Ergebnis hat. Das liegt wahrscheinlich zum einen an meinem Dialekt und so kann die automatische Erkennung die Sprache im Text nicht so ganz einwandfrei und sinngemäß umwandeln, aber ich versuche dann den Untertitel im Nachgang bei der Videobearbeitung dann zu bearbeiten, damit auch ein vernünftiger Untertitel in Englisch dann auch am Ende rauskommt. Wenn ihr konstruktive Kritik zu den Themen, die ich hier präsentiere, habt, dann würde ich mich freuen, wenn ihr es in die Kommentare reinschreibt, beziehungsweise über die eingeblendete E-Mail-Adresse mir direkt schreibt, was man vielleicht noch verbessern könnte, wo ich vielleicht noch ein bisschen nachsteuern muss, beziehungsweise wenn ihr auch in den Videos Fehler entdeckt oder so, wäre ich dankbar, wenn ihr mir da einfach das zukommen lasst, dann kann ich das dann in dem darauffolgenden Video berichtigen. Damit sich hier keine Fehler einschleichen, würde ich mich freuen. Auch eure Meinungen generell über Themen, die ich hier präsentiere, würde ich gerne hören, das würde mich interessieren. Wichtig auch bei meinen Videos, dass ihr bis zum Ende vom Video dann dran bleibt und euch das Video anschaut. Am Schluss kommt dann meistens immer noch die Teilenummern bzw. die technische Unterlage dann noch oder wichtige Anmerkungen zu den einzelnen Arbeitsschritten, die im Video davor zu sehen waren. Also bitte unbedingt bis zum Schluss dranbleiben. So, und wenn euch der Content, der Inhalt von diesem Kanal gefällt, würde ich mich natürlich über ein Abo wahnsinnig freuen, genauso über ein Like und wie immer gilt auch bei meinen Videos, teilt diese Videos sehr gerne und teilt auch den ganzen Kanal, damit auch andere auf diesen Kanal aufmerksam werden und unsere Community dann immer weiter wachsen kann.